Japan ist irgendwie erstickend zu leben. Ich möchte nicht immer Gleiches machen, was andere Japaner machen. In Japan hatte ich auch das Gefühl, dass das Leben hauptsächlich aus Arbeit besteht. Eines meiner Lebensmottos lautet, und das bringt mich zu der Frage, war Japan wirklich so schlecht? Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Wie ihr wisst, bin ich in Japan geboren und aufgewachsen. Ich war bis zum Alter von 22 Jahren nie im Ausland und wollte nie Japan verlassen. Aber ich bin seit 2018 nach Deutschland ausgewandert. Heute geht es um ein sehr persönliches Thema. Und zwar, warum bin ich aus Japan ausgewandert und nach Deutschland gezogen? Was hat mich an Deutschland so fasziniert, dass ich meine Heimat verlassen habe? War Japan wirklich so schlecht für mich? Diese Fragen möchte ich heute mit euch besprechen. Dann, los geht's! Fangen wir mal dann von vorne an. Wie gesagt, ich bin in Japan geboren und aufgewachsen. Ich habe eine ganz normale Kindheit in einer typisch japanischen Familie erlebt. Die Schule, meine Freunde, die Umgebung. Alles war mir vertraut und ich hatte nie den Drang, ins Ausland zu gehen. Japan war meine Heimat und ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Aber irgendwann begann ich, die Dinge ein bisschen anders zu sehen. Ich habe mich gefragt, ist das alles? Japan ist irgendwie erstickend zu leben. Ich will noch mehr sehen, was andere nicht gesehen haben. Ich möchte nicht immer Gleiches machen, was andere Japaner machen. Gibt es noch mehr, die ich sehen und erleben könnte? Diese Gedanken kamen mir erstmal, als ich 20 Jahre alt war. Trotzdem habe ich damals noch nie wirklich darüber nachgedacht, Japan zu verlassen, aber dann gab es etwas, dass meine Perspektive langsam zu verändern begann. Vielleicht kennt ihr den Film Nausicaa aus dem Tal der Binde von Studio Ghibli. Es ist einer meiner Lieblingsfilme und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat er einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Die Botschaften über die Natur, das Gleichgewicht und die Harmonie haben mich sehr inspiriert. Und der Film wurde teilweise von europäischen Landschaften inspiriert. Dieser Film hat in mir den Wunsch geweckt, die Orte zu sehen, die solche Landschaften inspiriert haben. Ich wollte die Natur erleben, die alten Wälder und die malerischen Dörfer, die mich so sehr an die Welt von Nausicaa erinnern. Besonders Deutschland mit solchen tiefen Wäldern, historischen Burgen und Windmühlen hat mein Interesse geweckt. Ich bin 2012 allein nach Deutschland gereist. Ich habe München, Füssen und Rothenburg auf der Tauber besucht. Aber ich habe nirgendwo Windmühlen gefunden. Ja, ich habe vielleicht ein Land falsch ausgewählt, trotzdem war ich von der Natur, den Schlössern und Gebäuden in Deutschland angezogen und wollte eines Tages hier leben. Ein weiterer Grund war die Arbeitskultur in Deutschland. Ich habe gehört, dass Deutschland eine sehr starke Wirtschaft hat und es viele Möglichkeiten gibt, sich beruflich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig schätze ich auch die Work-Life-Balance, die hier sehr wichtig ist. In Japan hatte ich auch das Gefühl, dass das Leben hauptsächlich aus Arbeit besteht. Viele Menschen in Japan arbeiten viel und haben wenige Zeit für Familie und Freizeit. Trotzdem habe ich erstmal in Japan nach dem Abschluss meiner Universität in Vollzeit gearbeitet. Ich dachte, ich brauche einigermaßen Arbeitserfahrungen in Vollzeit in Japan und man hat früher oft in Japan gesagt, dass man mindestens 3 Jahre arbeiten sollte, bevor man einen Job wechseln oder ähnliches. Aber irgendwann habe ich beschlossen, ich will es versuchen. Eines meiner Lebensmottos lautet, das Bedauern, nichts tun, ist größer als das Bedauern, etwas zu tun. Wenn man scheitert, kann man wieder von vorne anfangen und etwas anders machen. Man lebt nur einmal.
In diesem Sinne habe ich 2015 meinen Job gekündigt und bin für eine Working Holiday nach Deutschland gekommen. Ich habe dann ein Jahr lang in Deutschland gelebt, bin in die Sprachschule gegangen, um Deutsch zu lernen und habe alleine 10 europäische Länder bereist. Aber Deutsch war für mich wirklich schwierig und ich dachte damals, ich könnte kein Deutsch mehr lernen. Also bin ich zurück nach Japan gegangen und habe wieder in Japan gearbeitet. Aber irgendetwas hat mir gefehlt. Kann ich wieder in meiner Komfortzone bleiben? Werde ich etwas bereuen, wenn ich es nicht versuche, bevor ich sterbe? Also 2018 habe ich den großen Schritt gewagt und bin nach Deutschland ausgewandert. Es war nicht immer einfach, besonders in den ersten paar Monaten. Ich habe mich oft einsam gefühlt und hatte Heimweh, aber ich habe auch viele neue Leute kennengelernt und eine ganze neue Perspektive auf das Leben bekommen. Natürlich hatte ich auch einige Vorbehalte. Der Gedanke, alles hinter mir zu lassen, meine Familie, meine Freunde, die vertraute Umgebung, war beängstigend. Und dann die Sprachbarriere. Ich habe wieder angefangen, Deutsch zu lernen, aber es ist eine sehr schwierige Sprache. Und das bringt mich zu der Frage, war Japan wirklich so schlecht? Nein, absolut nicht. Aber um ehrlich zu sein, mag ich das Arbeitsumfeld und den sozialen Druck in Japan nicht. Aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Wahrscheinlich wollte ich vor allem etwas herausfordern und mich selbst in irgendeiner Weise verändern. Japan ist ein wunderbares Land mit einer reichen Kultur und Geschichten und es wird immer ein Teil von mir sein. Aber manchmal muss man einfach seine Komfortzone verlassen, um zu wachsen und neue Erfahrungen zu sammeln. Außerdem habe ich durch die Auswanderung nach Deutschland meinen jetzigen Mann geheiratet und ein Kind bekommen. Und wenn ich damals nicht nach Deutschland gekommen wäre, wäre ich vielleicht nicht einmal verheiratet. Es gibt so viele Dinge im Leben, die man nicht versteht, ne? Das war's mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, diese kleine Reise durch meine Gedanken und Erfahrungen hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder mehr über mein Leben in Deutschland erfahren möchtet, lasst es mich wissen. Schreibt gerne eure Fragen und Kommentare im Kommentarbereich. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen hoch zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine zukünftigen Videos von mir verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。